Chur eine Apotheke gekauft. Und so bin ich dann dort in Chur geboren worden. Und sind wir immer in den Ferien, waren wir immer in Flims oben. Die Flimser konnten mir nichts mit derartiges aufweisen. Es ist überhaupt ziemlich schwierig, irgendein Schloss oder sowas zu bekommen. Das ist sehr selten, dass etwas zum Kauf aussteht und dann gerade noch so in dieser Lage wie das. Und die Produkte, die da aus den Kühen entstehen, ich meine, der Käse da ist hervorragend und weltberühmt. Und ich habe auch zum Teil, zum Beispiel, wenn Sie unten die Lampe anschauen in der Bar, dann sieht die aus, das ist eine Kombination zwischen zwei Alienköpfen und den Zitzen einer Kuh. Also, naja, also ich amüsiere mich gern mit so Sachen, wenn ich irgendwelche Kombinationen machen kann, aber das muss nicht unbedingt sein. Aber ich habe diese Landschaft gern, die ist so gesund und so und ist ein guter Gegensatz zu meinen Sachen, die für manche Leute krank wirken. Warum, weiß ich nicht, aber ich kann mir es vorstellen. Sie sind auch schwarz-weiß, wie jetzt, die Natur. Habe ich meistens meine Arbeiten mit schwarzer Tusche auf weißes Papier gezeichnet oder gespritzt und dann später ein bisschen Farbe verwendet, aber sehr wenig. Eigentlich ist alles monochrom, meine Arbeiten. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tag ist die Stadt im Meer vor den gleich nur ein lumpiges Hotel, wird verschont von jedem Streit. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht sich treten auf der Tür gegen Morgen und man fragt, wie hat darin gewohnt? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen vor Bier und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. In Zürich, da war mal der Hugo Schumacher, ein Künstler, der so politisch engagiert war und der hatte eine Spritzpistole und ich habe den beneidet, weil der so schnell arbeiten konnte. Ich habe gerade zu diesem Zeitpunkt habe ich mit Öl mich versucht, ja. Und das Öl, das geht so lange und klebt und bis dann das wieder trocken ist und man da Übergänge gemacht hat. Das kann mit der Spritzpistole so, zack. Ein Übergang ist so etwas Leichtes. Und ich war dann bei dem zu Hause und wollte das lernen und so. Und er hat mir dann gesagt, wo man das kaufen kann. Und dann bin ich dann in dieses Geschäft gegangen und habe dort mir so eine Spritzpistole gekauft und habe dann das zu Hause ausprobiert. Und dann habe ich dann so kleine Sachen zuerst gemacht und dann wurde es immer größer. Ich habe dann die an die Wand getan und gedacht, ach, das wäre schön, wenn es jetzt da weiterginge und so. Und so habe ich dann eigentlich die ganze Größe der Wand in meiner Stube habe ich dann schlussendlich ausgefüllt. Es wurde immer größer. Und als der Hugo Schumacher dann mal meine Resultate sah, war er, Gott vergessen, eifersüchtig. Der wurde sauer, weil er hat mir immer gesagt, ja, das, was ich da mache, ich habe
5 Jahre lang habe ich das studiert, um mit der Spritzpistole umzugehen. Ne? Und das macht man nicht so schnell einer nach. Und das sind unabhängige Bilder, die alle mit der Airbrush gemalt sind. Ja, das sind also alles so Bilder, die sind vielleicht etwa 20, 30 Jahre alt zum Teil. Da hat jemand die Brustwarze geklaut, so ein Idiot. Da. Das war für Species. Ja, gehen wir vielleicht darüber. Und das war von Species 2 das Plakat. Das war das Beste am ganzen Film. Der Film war schrecklich. Mit dem habe ich nichts zu tun. Aber das ist schön, weil das ist eine Holographie, die man von verschiedenen Dingen anschauen kann. Ich möchte da noch etwas zeigen. Ich habe da in der Wand drin, da beginnen wir einen Weg da hinunter zu treiben, in der Mauer drin. Das hört dort auf, nicht? Ich weiß nicht, das war mal ein WC oder was da. Und jetzt möchte ich, dass man da eine ganz steile Treppe runter macht. Und dort vorbei bis ganz runter. Und da möchte ich so eine Alien-Passage machen. Mit irgendwelchen Monstern drin. Das wird nicht schlecht. Ganz einen schmalen Gang, so ähnlich wie der Aufgang in der Pyramide, in Gizeh, diese ja. Das da, das ist ein Oscar, den ich gekriegt habe für den Film Alien, für Visual Effect. Im 1980, schon eine Ewigkeit her. Und dann bin ich zu dem Ding gekommen, ist eigentlich der erste Film, den ich gemacht habe, also grosse Film für 20th Century Fox, der Alien. Und ich habe niemals erwartet, etwas überzukommen. Da bin ich sehr erstaunt, dass man mich gerade mit einem Oscar ausgezeichnet hat. Das hat einen grossen Einfluss gemacht auf meine weitere Arbeit. Teils gut, teils weniger gut. Jetzt gehen wir da, Obacht, ist schon vereisen. Oh, Scheiße. Darf ich bitte? Dass ich zumachen kann. Ja, merci. Ich selber betreibe keine so Rituale, also irgendwelche Hexenzeugs oder so, mache ich nicht so. Man könnte das meinen, weil in meinen Bildern drin, in den Spell, da hat es Situationen, diese Bilder habe ich kreiert, als ich mich sehr für Magie interessierte dort und also anfing, alles das zu lesen, Crowley und was der Himmel war, Eliphas Levi. Das ist eine Passage. Also das heißt, die habe ich früher einmal gemalt. Und im 1973 habe ich beim Galerie Bischofberger 1973 hatte ich bei Bischofberger eine Ausstellung Passagen und das ist jetzt ein Abguss dieser Passagen. Es ist wie eine Riesenpforte, wo aller Großstadtmüll hingeht und dann, ja, und so empfand ich das wie ein Tor des Todes oder so, wo alles, was ausgedient hat, weggeht. So. Ja, der kleine Mann da, der ist sonst in der Gebärmaschine drin, das ist eine Patrone von diesen Gebärmaschine, das ist der Schnitt durch eine P38 dieser Pistole und das habe ich dreidimensional angefertigt und das ist die, ja,
Die Pistole leider, die habe ich auch gemacht, die ist leider im Moment in Paris an der Ausstellung. Die geht noch bis zum 6.